In diesem Video geht es um 10 extrem schlechte Investment-Tipps, die du auf jeden Fall nicht berücksichtigen solltest. In dem Thumbnail siehst du Boris Becker, eigentlich ein Star meiner Jugend, und ihm wird nachgesagt, dass er ein Vermögen von 120 Millionen oder Beträge von 120 Millionen in seinem Leben erwirtschaftet hat und dass er es scheinbar geschafft hat, diese komplett 120 Millionen Euro in seinem Leben durchzubringen. Eigentlich eine Sache, die mir persönlich total leid tut, dass jemand, der so extrem sportliche Leistung erbracht hat, der sich ja selber körperlich an den Rande seines teilweise gesundheitlichen Ruins gebracht hat, um im Prinzip seine Turniere zu gewinnen, und dass er am Ende jetzt, wegen Insolvenzverschleppung scheinbar 2,5 Jahre in den Bau wandern soll. Also an dieser Stelle, hey, tut mir leid, Boris, überhaupt keine Häme, es tut mir einfach nur für dich leid. Aber ganz wichtig halt an der Stelle auch für meine Zuschauer, hey, ich möchte euch warnen, nicht vielleicht die gleichen Fehler wie Boris Becker zu machen, denn so wie er vielleicht einige Fehler im Großen gemacht hat, so kann man auch viele Fehler im Kleinen machen, sodass man es quasi gar nicht schafft, für sich selber Vermögen aufzubauen. Versuche nie Menschen zu beeindrucken durch materielle Dinge, also durch Autos, durch teure Kleidung, durch Uhren, durch Schmuck, durch ein tolles Luxusanwesen. Das bringt überhaupt nichts, denn dann ziehst du Menschen an, die genau so lange bei dir sind, wie auch diese Güter bei dir sind. Sondern was du versuchen solltest, ist wirklich wahre Freunde aufzubauen, Freundschaften in deinem Leben aufzubauen, aber auch Businesspartner aufzubauen, die dich schätzen dafür, dass was du weißt, wer du bist, dass du zuverlässig bist, dass du loyal bist, dass du zu ihnen stehst und dass du im Prinzip durch dein Wissen und deine Leistung brillierst. Darum geht es. Oder auch einfach nur, dass du so bist, wie du bist, und damit ziehst du deinesgleichen an und kannst Zeit mit Menschen verbringen, die du magst und mit denen du Spaß hast. Das ist also Tipp Nummer 1. Zweitens, die Idee über Geld. Du denkst, Geld wäre der Ursprung allen Übels. Dann solltest du dich mal die Frage stellen, was ist eigentlich der Ursprung von Geld? Da habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Und zwar ist Geld ein Werkzeug zum Tausch von Gütern. Das heißt, von Gütern oder Dienstleistungen, die ehrenwerte und gute Menschen erbracht haben. Das heißt, wenn eine Kindergärtnerin ihre Dienstleistung erbringt, wenn jemand ein gutes Produkt erzeugt, wenn ein Handwerker eine Wohnung renoviert, dann bekommt er für eine gute Dienstleistung oder auch für ein gutes Produkt, vielleicht in einer Form eines hochklassigen Autos oder eines zuverlässigen Autos, einen Betrag überwiesen als Austausch für seine Leistung. Er bekommt Geld für den Austausch dieser guten Leistung. Und Geld dient dazu, primär im Prinzip dieser Austauschfunktion nachzukommen. Das heißt, ein Mensch erbringt eine gute Leistung, bekommt dafür Geld und kann wiederum davon eine gute Leistung einkaufen. Denn wir sind ja daran interessiert, lediglich gute Leistung einzukaufen. Also kann man ganz klar sagen, dass Geld überhaupt nicht der Ursprung allen Übels ist, sondern der Ursprung des Geldes ist eine gute Leistung, ein gutes Produkt, was ein ehrenwerter Mensch erzeugt hat. Und das kann per se nicht Böses sein. Und Menschen, die also viele gute Leistungen erbringen und viele gute Güter erbringen, die haben am Ende auch das Recht und sollen auch das Recht haben, viel Geld ihr eigen zu nennen. Sie haben damit gespeicherte gute Leistung oder gespeicherten Wert an guten Produkten. Hier wird Wert gegen Wert getauscht und nichts anderes. Und jeder Verteufelungsversuch von Geld ist eigentlich, im Prinzip eine Beleidigung für die Menschen, die gute Leistung erbringen, die gute Produkte erbringen und dafür eben auch einen gleichwertigen Wert bekommen in Form von Geld. Dass heutzutage Geld immer mehr seine seine Wertaufbewahrungsfunktion verliert, das ist eine ganz andere Sache. Aber du solltest verstehen, wie wichtig Geld ist, was Geld eigentlich bedeutet, dass Geld ein Zeugnis ist für die Erbringung deiner Arbeitsleistung. Und manche Menschen bekommen einfach viel zu wenig für die Erbringung ihrer guten Leistung. Das steht mal außen vor. Und auch der Staat, wenn er uns zu viel Geld abnimmt und dafür eine schlechte Leistung darbietet, dann ist auch das
nicht okay, dann nennt man das einfach Plünderung oder Diebstahl. Das ist eine andere Form. Aber damit wird das Geld nicht zu etwas Schlechten, sondern schlechte Menschen wollen sich guten Sachen aneignen. Das ist halt manchmal so im Leben. Das nennt man Diebstahl oder Plünderung, wenn du Geld von jemand anderem abverlangst und dafür keine gute Dienstleistung, kein gutes Produkt lieferst. Und deswegen sei gesagt, Geld ist etwas Positives, wenn du viel davon besitzt. Du hast auf ehrlichem Weg erworben und das haben die meisten. Sie tauschen, oder 95 oder 98% der Menschen, sie tauschen gute Leistung und gute Produkte gegen gutes Geld. Fertig. Eine wichtige Erkenntnis. Punkt 3. Frage nie Menschen, die selbst kein Geld haben, um Rat, wie du mit deinem Geld umzugehen hast. Denn logischerweise hat jemand, der keine Ahnung davon hat, wie man mit Geld umgeht, weil er in der Regel auch keins besitzt, auch keine guten Ideen, wie man Geld managt, wie man Geld verwaltet, wie man Geld anhäuft oder wie man es mehrt. Denn das muss man vorher selber mal geübt haben. Und deswegen gilt die Faustformel: Wenn du wissen willst, wie man Geld mehrt, frage Leute, die mehr Geld haben als du. So einfach ist in dem Punkt die Regel. Ja, auch eine Aussage, die ich immer wieder höre, heißt: Ach, ich weiß doch gar nicht, ob ich morgen nicht vielleicht vom Auto überfahren werde, oder ja, nächstes Jahr bin ich vielleicht tot und dann habe ich jahrelang gespart und dann habe ich im Prinzip nichts davon gehabt. Das ist auch eine der Investmentregeln, mit dem du todsicher niemals vermögen wirst, und die sollst du dir gleich aus dem Kopf streichen. Außerdem provozierst du damit eine, ja, vielleicht eine schlechte, sich realisierende Prophezeiung. Du gehst quasi davon aus, dass du das Leben nicht in seiner vollen Fülle bis zum Ende oder ja, zum durchschnittlichen Menschenlebensende quasi erreichen kannst, und damit tust du dir ganz sicherlich auch keinen Gefallen, sondern du lebst das Leben im Prinzip wie jemand, ja, der durch ein Minenfeld scheinbar wandert und jeden Tag damit rechnet, dass es sein letzter Tag war. Das ist sicherlich auch kein gutes Mindset, wenn du Vermögen anhäufen willst. Nächster Punkt, ganz wichtig: Folge nie Investmentstipps der Regierung. Bestes Beispiel ist die 5 verschiedene Formen der betrieblichen Altersvorsorge, Rüsterrente, Rürup-Rente, wo die ganzen Menschen jetzt reingelobt worden sind und ihnen wurde versprochen steuerliche Vorteile, ihnen wurden versprochen ja Renditen von 1-2% und ihnen wurde versprochen, dass quasi diese Investments sozusagen insolvenzsicher sind, also pfändungsfrei sind. Und jetzt kehrt sich das Ganze um: Nachdem die meisten Menschen auf die Regierung gehört haben, haben sich eine betriebliche Altersvorsorge zugelegt, die vielleicht 1 oder 2% Rendite macht. Kommt jetzt der große Hammer: Jetzt kommt 7,4% Inflation. Und die Leute werden im Prinzip zwangsenteignet. Und sie können auch nicht mehr aus dieser Form der Altersvorsorge raus, denn diese Form der Altersvorsorge ist ja insolvenzsicher, oder anders: Du kommst selber auch nicht mehr an dein Geld. Und jetzt darfst du zusehen, wie dein Geld durch die Inflation vernichtet wird. Na, Happy Birthday. Also, wenn es Empfehlungen gibt seitens irgendwelcher Systeme, überlege dir immer die Interessen dieser Systeme und ob diese Interessen auch deine Interessen sind. Und wenn es nicht so sein könnte oder sollte, solltest du nicht auf ihn hören und jedem Fall dir eigene Gedanken zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was haben wir noch? Investiere nie weniger Zeit in eine Investmententscheidung, als die du für die Auswahl eines neuen Automobils aufwendest oder für die Auswahl eines neuen PC oder Laptops aufwendest oder für die Auswahl eines neuen Mobiltelefons aufwendest. Das heißt, wenn du weniger Zeit investierst in eine Investmententscheidung als durch die sorgfältige Auswahl eines neuen Automobils oder ja, für die Frauenwelt als den Einkauf eines bestimmten Kleidungsstückes oder eines perfekten Outfits, was harmonisch zusammenpasst, dann sei dir gesagt, ein Investment ist nichts anderes als ein harmonisches, perfektes Outfit, das zu dir passen sollte, und genauso viel Gedanken und Vorkenntnisse solltest du erwerben bei der Investition deines Geldes, damit das Ganze funktioniert. Nächster Punkt: Du bist nie zu alt, zu arm, zu doof, um zu investieren. Das kannst du mal ganz vergessen. Das Einzige, was du in der Regel bist, ist zu faul, um mehr zu arbeiten, zu faul, um mehr zu lernen. Ausgenommen natürlich sind davon kranke Menschen, aber man ist nie zu alt, zu doof, zu was weiß ich was. Das Einzige, was man ist zu faul, seinen Hintern hochzukriegen
und sich die Informationen anzueignen, die es braucht, um vernünftig zu investieren. Ganz wichtig dabei ist auch immer in kleinen Schritten anzufangen, mit kleinen Beträgen zu üben und dann kann man größere Beträge nachschießen, wenn man herausgefunden hat, wie das Ganze funktioniert. Ganz wichtiger Punkt. Fühle dich niemals schuldig, wenn du erfolgreich bist. Wenn du erfolgreich bist, heißt das nicht automatisch, dass du jemand anderem was wegnimmst. Also, wenn du ein erfolgreicher Arzt bist, ein erfolgreicher Mentor bist, ein erfolgreicher Lehrer bist, dann heißt das, du erfüllst du hilfst der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln. Du sorgst dafür, dass Menschen mit Wissen ausgestattet sind und sich selber gut zu entwickeln. Du sorgst dafür, dass als Arzt deine Patienten schneller gesunden und ein langes und zufriedenes und gutes Leben führen können. Und da nimmst du niemandem Geld weg. Das heißt, fühl dich nicht schuldig, wenn du erfolgreich bist, sondern freue dich. Gehe in dieses positive Gefühl rein und genieße es, denn du hast es verdient, wenn du gut abgeliefert hast. Ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du dich schuldig fühlst, dann spürst du eher die Begrenzung anderer. Dann geben dir andere eher dieses Gefühl, dass da vielleicht eine Schuld sein sollte. Aber gebe ihnen diese Schuld zurück, gebe ihnen die Begrenzung zurück. Da gibt es nichts, um sich schuldig zu fühlen. An der Stelle, jeder, der es geschafft hat, herzlichen Glückwunsch. Du bist ein geiler Typ oder bist eine Lady, die es echt geschafft hat. Kompliment an dieser Stelle an dich. Freue dich an dieser Stelle nochmal doppelt dafür. Hast super Leistung gebracht. Danke, dass es dich gibt. Wir brauchen dich als Leistungsträger. Definitiv. Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die anpacken und Gas geben. Nächster Punkt. Es gibt nicht die werde sofort reich und super Investmentformel oder die super Wunderpille, die dich sofort zum Glück führt. Die gibt es definitiv nicht. Es gilt erst arbeiten, dann nachdenken, dann lernen und dann investieren. Erst klein, wie schon gesagt, mit kleinen Rückschlägen operieren und dann immer größer werden. So schaffst du das. Alles andere führt nicht zum Ziel. Was haben wir noch? Ganz wichtig. Wenn du Angst hast, Geld zu verlieren, dann ist auch das ganz normal. Weil wir Menschen haben mehr Angst, etwas zu verlieren, als dass wir uns darüber freuen, etwas zu gewinnen. So geht es mir auch. Wenn ich selber beim Pokerspiel 50 Euro verliere, dann fühlt sich das viel schlimmer an, als wenn ich auf der anderen Seite von mir aus 1000 Euro irgendwo verdiene, weil ich gut abgeliefert habe und meinen Kunden zufriedengestellt habe. Ein völlig irrsinniges Konzept, was aber dazu führt, dass viele Menschen komplett auf das Thema Investment verzichten, weil sie sagen, da gibt es nichts Gutes, fühlt sich nicht gut an, aber immer dann, wenn es sich nicht gut anfühlt, solltest du wissen, hey, hier ist der Weg, hier kannst du was dazulernen. Frage dich, wo sind meine inneren Begrenzungen, wie kann ich die auflösen und kann mich selber zum Ziel bringen. In diesem Sinne, hoffe, dir haben meine Tipps gefallen und ja, lieber Bobbele, hoffen wir mal, dass unser Boris eine nicht so schlimme Zeit hat. Ich sage mal so, im Gefängnis in London soll er scheinbar kommen. Ja, und dass er einen netten Zimmergenossen kriegt und keinen fiesen Sack. Und dass die Zeit für ihn schnell vorbeigeht. Dass er zur Besinnung kommt, dass er was lernt. Und dass er danach versucht, mit den Kräften und Fähigkeiten und dem Ehrgeiz, die ihm zur Verfügung stellen, wieder ein gutes und ja, ein besseres Leben zu führen, als er vielleicht vorher geführt hat, weil irgendwie gab es ja auch einen Grund, weil da scheinbar ein Loch war in seiner Badewanne und das ganze Geld wie das Wasser verflossen ist. In diesem Sinne, beste Grüße aus Nürnberg und ja, vielleicht noch wichtiger Punkt, wir machen ja wahrscheinlich zum letzten Mal erstmal unsere Nordzypern-Reise wieder und diesmal früher, nämlich im Juni. Wir haben uns überlegt, hey komm, wir machen nochmal eine coole Reise kurzfristig angeschlossen, gerade jetzt bei dieser schönen Zeit. Und die Preise auch dort steigen enorm, solange es noch wirklich auch ökonomisch Sinn macht und angenehme, gute Renditen zu erzielen sind. Das heißt, wenn du Lust hast und sagst gerade, boah, ich will was über Investment lernen, ich will mich cool unterhalten, ich habe einfach Bock auf einen Tapetenwechsel, dann melde dich an zu unserer Nordzypern Community Tour. Du bist herzlich eingeladen. Den Link findest du unter dem Video. Also nochmal liebe Grüße aus Nürnberg, dein Flo.